Guten Morgen, liebe Barbecue-Freunde. Wir sind unterwegs auf der I-35 South und sind um 11 Uhr verabredet in Seguin. Das zeigen wir euch natürlich dann, wenn wir vor Ort sind. Jetzt wollten wir uns erstmal herzlich bei euch bedanken für die vielen Kommentare, Nachrichten und euer super positives Feedback. Das erfreut uns mit sehr viel Freude. Und wenn ihr Fragen habt, dann stellt die gerne jederzeit. Wir haben Lust, mit euch ins Gespräch zu kommen und eure Fragen zu beantworten, wenn wir denn können. Auf jeden Fall haben wir schon gelernt in den letzten Tagen und jetzt auch nochmal beim Durchgucken unserer eigenen Stories. Wenn wir Türen einbauen im Smoke, dann müssen die quietschen, Türen müssen quietschen und wir brauchen ungetoastetes Weißbrot. Das ist ein absolutes Must-Have. Bis gleich aus Seguin. Wir sind jetzt in Seguin hier vor Burnt Bean Company und wie ihr sehen könnt, da ist auch schon wieder eine Riesenschlange. Also das ist auch ein super, super beliebtes Restaurant. Und ja, manche von euch werden sich fragen, woher kennen wir eigentlich diese ganzen Restaurants? Und die ganz einfache Antwort ist, aus diesem Magazin, Texas Monthly. Das ist hier so ein texanisches Kulturmagazin und die bringen immer ganz viel Content über Barbecue und einmal alle paar Jahre fahren da 20 Leute kreuz und quer durch Texas, essen in allen Barbecue-Restaurants und machen eine Liste der Top 50 Restaurants des Bundesstaats. Und das hier ist die Liste von 2021 und da ist auf jeden Fall auch Burnt Bean drinnen. Und man munkelt, dass der einzige Grund, warum die nicht auf Top 1 sind, ist, dass sie halt erst 2020 eröffnet hatten. Also die waren erst ein paar Monate offen, als diese Liste erstellt wurde. Deswegen sind wir super, super gespannt, was uns gleich da drin erwartet. Ganz kurze Fußnote noch. Dieses Magazin hier haben wir von unserem Stammgast Casey bekommen. Der kommt aus Texas und der hat uns auch hier bei Burnt Bean jetzt durch den Hintereingang reingeschleust. Also wir kommen jetzt gleich durch den Hintereingang an dieser Schlange vorbei, direkt mit dem Betreiber sprechen und da sind wir ihm sehr dankbar für. Und der ist außerdem verwandt mit der Kreuz Family. Also es ist Wahnsinn, wie die Welt so klein ist manchmal. Also wir sind jetzt am Hintereingang von Burnt Bean, hier mit Zach, das ist Caseys Bruder, also Casey, unser Stammgast aus Düsseldorf, das ist Zach, sein Bruder. If you're on the top 10, you're like this place is, your business is going through the roof. Yes, yeah. Absolutely. They have created this amazing menu of stuff and you're about to see. It's fantastic. It will change your life. This is Jonas, and this is Philip. Very nice to meet you. From Düsseldorf, right? Is that Düsseldorf, Germany. Yeah. Oh, cool. So we come a long way. The reason that barbecue exists is because meat would spoil, so you had to smoke it in order to preserve it and keep it longer. So they learned how to do that, and these Germans were really good at it. Okay. This thing is sort of their new pride and joy. But yeah, this is the firebox. This is where it all starts, and then up top. Oh, shit. We have an evacuation system, which I'll show you in a second. So if you're wanting to check the meat, once it's rotating, of course the chamber's full of smoke and heat. So you have an evacuation button, and we'll open this damper here, we'll open this damper here, and that'll exhaust out all your smoke and everything else. Clear the chamber in there, so... And it's safe to open up. Yeah, when you open it, you don't die. I always open it without evacuating because I'm in a hurry, so it's like I kill myself every time I do it. But it does have the capability of not killing you. And you obviously got that custom made with your logo up here. Yes, we actually had them do gold leaf. This is the first time they did gold leaf, and we wanted gold leaf instead of paint. So they applied the gold leaf on there, and then they clear coated over it to kind of protect it. That's beautiful. We do our barbacoa, beef ribs, sometimes turkey, any pork tenderloins or anything such, for caterings, whatever, prime rib, any of that stuff. We'll run it in here, so it's a lot more efficient because there's a lot of pit makers out there that will have hot spots here and there or cold spots, and then you have to just work around that. Where I put briskets on here from one end to the other, and I never rotate them. I leave them on there from start to finish, the same spot. I don't have to move them around or anything like that. And with the airflow that they have designed in these pits, it works out perfectly. It's probably why a lot of guys overseas have them. The funny thing about competition in restaurant barbecues is it's two totally different animals. So basically when Ernest and I decided to open the restaurant,
we basically took all the competition stuff and threw it in the trash and just started over. So we spent 1.5 years before we opened the restaurant just trying to hone in the skill of restaurant barbecue, just the salt and pepper, but the process was huge to get that right. So we wrap briskets at the right time, pull them off at the right time, have the right amount of seasoning, the right amount of salt, right amount of pepper. All that stuff went into factor. And the thing that was the hardest for us to learn was adjusting that. This location is amazing. Oh, it's great. Perfect. Wir gehen mal nach vorne und gucken, wo die Center of Attention ist. Also ihr könnt sehen, hier kommt die Schlange rein und hier ist dann der Bestellprozess. Riesen Cutting Board hier hinter Glas, wo ihr sehen könnt, wie das Brisket pariert wird. Oh man, thank you so much. Also wir haben jetzt hier bei Burnt Bean die ganze Palette probiert und es ist der absolute Wahnsinn. Also dieser sehr wissenschaftliche Ansatz, den die hier verfolgen bei dem Garprozess, der scheint sich wirklich auszuzahlen. Das Brisket ist wahnsinnig zart, also man kann hier wieder so mit ganz wenig Zug, genau wie bei Franklin, das so auseinanderziehen. Das ist wahnsinnig fettig, wahnsinnig geschmackvoll. Der Turkey ist super lecker, überhaupt nicht trocken, ja, sehr, sehr reichhaltig für Geflügel. Und die Pork Ribs, da habe ich noch nicht reingebissen, das mache ich jetzt mal. Ja, eine unglaublich tolle Kruste. Also, wir sagen ja oft, dass in der Kruste steckt die Magie beim Barbecue, ne? Weil der Rauch dringt nicht tief in das Fleisch ein. Und hier haben die es ganz toll gemacht mit Pfeffer und Salzanteilen, aber auch so ein bisschen eine süße Note. Also hier ist irgendwas brauner Zucker oder sowas drauf. Und wahnsinnig zart, dieses ganze Ding. Also das kann ich ja so hier auseinanderbrechen. Es hat immer noch Biss, ja, es ist nicht total durchgegart, aber ja, das kann ich so auseinanderpflücken. Wahnsinnig gut. Deren Beef Sausage, ja, die Pelle hat einen tollen Biss. Hat einen sehr hohen Fettgehalt. Das Fett läuft überall runter. Das sorgt auch für ein unglaublich vollmundiges Aroma. Das ist echt der absolute Wahnsinn. Die Jalapeno Sausage ist noch besser. Also die ist richtig, ersetzt dein Herz 2-3 Schläge aus, wenn du die isst. Und jetzt haben wir noch das Pork Steak. Das haben wir ja noch nirgendwo anders gegessen. Das ist so eine Eigenart. Das ist wirklich so ein 4 cm dickes Steak vom Schwein. Eine krasse Kruste auch dran, also sehr, sehr ähnlich wie bei den Pork Ribs. Boah. Ja, das ist echt wie so ein... Dein Gehirn, alles setzt so ein paar Sekunden aus und du musst erstmal klarkommen auf diesen Geschmack. Also das ist krass, ja. Richtig, richtig gut. Wahnsinn. Ja, also wir haben jetzt den Großteil des Essens ja noch vor uns, aber das ist eine unglaubliche Erfahrung, die wir hatten. Auch wieder dank der Pitmastern, der Eigentümer, die sich Zeit genommen haben, das alles uns zu erklären und uns hier wirklich mit offenen Armen empfangen haben. Aber das Essen ist in der eigenen Klasse, also die Fleisch-Hauptspeisen ganz, ganz oben mit dem Besten, was wir bisher gegessen haben. Die Ribs waren vielleicht die besten, die wir hatten, und auch die Wurst ist absolut unglaublich. Dieses Pork Steak ist natürlich so in der eigenen Klasse, weil da haben wir jetzt überhaupt keine Referenzwerte, aber unglaublich saftig, unglaublich reichhaltig im Geschmack. Und was hier wirklich raussticht, sind die Beilagen. Also du hast immer diese Standardbeilagen und die haben sich hier echt Gedanken gemacht, was Neues in den Mix zu bringen. Und ja, das ist richtig, richtig gut gemacht, richtig vielschichtig vom Geschmack her. Und ja, wohl oft so, die Bohnen haben so einen Geschmack und das Korn hat so einen Geschmack. Und hier haben die ganz, ganz viele Sachen zusammengewoben und so. Das ist wahnsinnig gut gemacht. Und ganz wichtig noch, die haben hier ihr eigenes Weißbrot und das ist mehr so ein Cornbread-Style. Und es ist unglaublich fluffig, es ist auf jeden Fall frisch. Es kommt nicht aus einer Tüte, sondern das hat jemand frisch gebacken heute. Und ja, das ist halt toll, so ein Teil von dieser Tradition zu nehmen und den zu gucken, wie kann ich das ans Maximum bringen, wie kann ich da alles rausholen. Und das haben die hier selbst beim Weißbrot gemacht. Also die Faszination oder dieses Detailverliebtheit, die geht hier bis ins absolut letzte Detail und das ist wahnsinnig toll zu sehen. Also ganz weit oben. Jetzt tunke ich das hier so in den
Grease, in das Fett von dem Porksteak. Oh, Hammer, das kann ich den ganzen Tag essen. Einige von euch haben uns gefragt, ob uns überhaupt nicht der Appetit vergeht während dieses Trips. Und ich bin ganz ehrlich mit euch, ich kann nicht mehr. Aber wir sind natürlich abgeklärte Profis und wir ziehen das durch. 37 Grad, 2,5 Kilo Porksteak in meinem Magen. Und wir gehen jetzt zur nächsten Barbecue-Location. Wir sind 20 Minuten ungefähr gefahren und sind jetzt in Luling, Texas, vor diesem wunderschönen alten Gebäude hier. Oben steht dran 1883. Ob es hier so lange auch schon Barbecue gibt, müssen wir gleich in Erfahrung bringen. Das ist auf jeden Fall die Heimat des City Market Barbecue and Sausage. Ihr seht, Wurst ist hier ein riesen Ding. Und da gehen wir jetzt mal rein und gucken, was da so geht. Also das hier ist einer der Läden, der in Aaron Franklins Buch steht als einer der ältesten Läden von Texas und eine von seinen Inspirationen, als er seinen Laden aufgemacht hat. Deswegen sind wir jetzt hier. Wir begeben uns in die Barbecue-Line. Und man sieht, das ist so ein bisschen Store-in-Store-Konzept. Also wir haben hier hinten in so einem Verschlag mehr oder weniger das Smokehouse und hier vorne den Gastbereich, Sitzbereich. Hier vorne gibt es die Sides und die Getränke. So your father was the one who started this joint? No. My dad is the pit master here. All right. And I've been here 35 years. 35 years? Yeah. Okay. So tell us how these pits work. So basically they're both connected on both ends. There's good fire going right now. Oh yeah. And they both go up that flute. That flute's probably 20 feet up in the air. 20 feet stack? Yeah. So do you got barbecue in Germany? We run a barbecue restaurant in Germany, and nice. We're here for the inspiration and for the history and all that stuff. So what do y'all serve? We do all the same stuff: brisket, ribs. Texas barbecue. Texas barbecue. That's Okay, right. cool. Yeah. Y'all have a sauce or no sauce? We do have sauce, yes. Okay. Yeah. Y'all make it yourselves or? Correct. That's correct. Cool. Have you ever had ours? Not yet, but that's So what we're here ours is- for. Yeah, ours is pretty popular, Great. and nobody can figure it out. So. I see you cooking sausages here. Yes, sir. We make them here ourselves every day, every morning. So you've been doing the same recipes since the 60s, basically. Right. My dad actually came up with the rib sauce recipe, and it's pretty special, pretty good. And you got this beautiful smokehouse here, all the walls all black from the smoke of 60 years. Yeah, one time we tried to wash it, and that was like the biggest mistake we ever did. So now we'll just broom the little dust bunnies off, but we kind of leave the flavor on the walls. Yeah, you got your patina. That's right. Got some few ribs in there. We'll come and take a shot. But yeah, these are really heavy. I see, yeah, it's a beautiful mechanism you got. Nice and simple. What's with all the pots up here? Leaks. Leaks? It's the old building, yeah. I see. So every leak got a new pot. Does it get much hotter in here when it's hot outside? Oh, it's blazing hot in here. And then freezing cold when it's... So basically whatever it is outside, it's a little worse in here. We're sharing this on our social media for all the folks out in Germany. Oh, cool. All right, can we tell them what's your name? Oh, sure, Joey. Joey. Capello. My dad's Joe Capello. He's the pit master here. Just be sure to try the sauce. We'll try the sauce. Also wir haben uns gerade da drin im Smokehouse 3 Minuten mit dem Pitmaster Joey Capello unterhalten und der hat uns einfach eingeladen auf sein Barbecue. Hat bestanden darauf, dass wir nicht bezahlen können, müsst ihr euch mal vorstellen. Der hat uns hier eingeladen auf seine Trifecta, wie er das nennt, also seine Dreifaltigkeit des Texas Barbecue. Brisket, Pork Ribs und Würstchen. Die sind auch hier hausgemacht. Er sagte, was immer beim Parieren der Rippchen überbleibt am Morgen, schmeißen die da mit rein. Deswegen gibt es einen kleinen Schweinefleischanteil, aber der Rest ist Rindfleisch. Und selbstverständlich
5 Scheiben Weißbrot. Und Philipp hat noch eine Jalapeno bekommen. Jetzt hauen wir mal rein. Das Brisket. Auch wieder eher von der festeren Art. Ganz tolle Rauchnote. Kruste ist auf jeden Fall da. So sehr mein Körper sich dagegen strebt, gerade irgendwas zu sich zu nehmen, das ist ziemlich gutes Brisket. Als nächstes die Pork Ribs. Auch hier Knochen relativ fest drin. Vollmundig, fettig. Eine leichte Süßnote, aber nicht zu viel. Das sind ziemlich ordentliche Pork Ribs. Jetzt gucken wir uns die Würstchen an. Ich meine nicht, dass das irgendwas mit Jalapeno oder so war. Es war eine einzige ganz ordentlicher Snap beim Aufbrechen. Das finde ich mal gut. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie fettig diese Würstchen sind. Das ist der absolute Wahnsinn. Saftig, vollmundig. Ganz, ganz anders als irgendwie eine Bratwurst oder sowas. Ein ordentlicher Fettanteil. Toller Bite an der Pelle. Kann man richtig gut essen. Und die Soße wollten wir unbedingt probieren. Ja, die ist ja ein richtiges Hellbraun. Die geht fast so ins Orange da rein. Ja, dünnflüssig. Es hat auf jeden Fall eine Ketchup-Note, aber lastig. Ja, das ist ganz, ganz anders als die Barbecue-Soßen aus dem Glas, die wir so in Deutschland kennen. Fruchtig. Ja, und nicht süß. Gefällt mir gut, die Soße. Haben sie gut gemacht. This is our sauce here. You got to try it sometime. Cool. Yeah. Awesome. So You make that? We do make it, yeah. nice. Thank you. Thank you. This has been a wonderful experience. Good deal. You guys have a wonderful day. You do the same. Appreciate it. Wir sind jetzt auf dem Weg zurück ins Hotel, weil wir uns nicht mehr bewegen können. Aber auf dem Weg sind wir an diesem Smoker hier an der Straße vorbeigefahren. Dahinter stand so eine winzige Bretterbude, Riley's Barbecue. Und klar, wir wollen uns die tollen und großen und bekannten Restaurants anschauen. Aber das hatte irgendwie viel Charme. Und dann haben wir gesagt, halten wir einfach mal kurz und werfen mal einen Blick rein. Howdy, y'all. How's it going? Awesome. You grind the meat yourself. Yeah, you I just encase that's them. what I was doing, and then jalapeno cheese sausage as well. All right. Come back here and look. Thank you, sir. Yeah, that's what I was doing. Back there, getting ready to make my sausage tomorrow. And then what's that? Go for later. For tonight. All right. Looks good, right? Yeah. That stuff. These are jalapeno cheese. And it's all beef sausage? These are beef and pork. Beef and pork. Yeah, and these are all beef. All right. Then we go back to it. Watch that. I've been doing this long, 35 years. Awesome. What's your name? Jonas. Jonas Riley. Riley, very nice to Salas, meet you. And your name, sir? Philip, nice to meet you. Nice to meet you, yeah. I just put out a few briskets here. I'll cook some rest tomorrow, but I just threw those on for later. Oh yeah, I'll let them cook all night. they haven't been on for long, huh? Nah, probably about an hour. Not even that long. But I'll put more wood in there tonight before I get ready to leave. What do I use up there for wood? White oak. White oak? Yeah, we got post oak. Yeah. Yeah, That's post what oak, mesquite, and pecan. So 3 differents that we use up here. Pretty much everybody, you know. But now I use a smaller pit here, but I do use that one at times. You know, the bigger. Tell pit. me about this trailer. Did you build this yourself? No, I bought it already built. It was and that's why it's a little low here. I wish it was a little bit higher, but I had to put the pit in first and then build the roof and the wall and everything. All right. So Yeah. you kind of built the smokehouse around Around it? it, yeah. All right. How How it has long? a 2-inch ball on it. I can just pull it, hook onto it, and just
pull it wherever I want to go. You know, Yeah. and stuff. But yeah, How long have you been in this location here? here about a little over 3 years here. All right. But I've been doing myself barbecue about 20 years. 20 Out years. in Yoakum, Texas, about an hour south. I was up there about 20 years. I'm here about 23 and stuff. But I've been doing barbecues in 1984. A long time. Yeah, I wasn't even around in 1984. No, I know it. And then, yeah. But now that's when I started. My dad and I, we used to sell barbecue firewood to all the local places here. Luli, Gonzalez, and then one guy, when I graduated, one guy said, hey, you want a job? I said, what? Barbecue? I don't have a barbecue. He said, come on, I'll teach you. So I worked with him like 10 years, then like another 5 or 6 years, another guy. And then I've been on my own ever since. Yeah. But yeah. Just a little fire right now, but later tonight I'll put see, this is pecan right here. See this green one? This is kind of green Yeah. stuff. You see the bark, you can tell the bark is different too. Oh, yeah. I love the way this smells. Have you ever smelled it? I don't think so. Let's go to you can tell the difference real quick. Er will mal das Pekanholz reintun, damit wir den Unterschied riechen können. Die arbeiten ja alle hier mit Post Oak, das hat er auch hier. Aber er arbeitet auch gerne mit diesem Pekanholz. You smell the smell? Oh yeah. Different smell. Yeah. That's why I like a little. You can really smell it now. Yeah. Smell. And I use a lot of pecan when I do smoked turkey, like the Thanksgiving, you know? Yeah. It's Christmas. You can smell the pecan, the different smoke flavor. Yeah. That's right. But yeah, I use a lot of pecan for smoked turkey, hams, and stuff like that. I use that pecan wood and stuff. You see the people? Well, we got to add one more then. Yeah.